Heute gibt es die Hover X1, die ist direkt am Start und filmt mich natürlich gerade. Und es ist natürlich obergeil, weil die nimmt natürlich auch den Ton auf. Wie geil ist das denn? Du sprichst einfach ins Handy rein, die filtert die Aufnahmen und den Ton nimmt sie dir komplett übers Telefon auf. Und das kommt dann da hinten an. Und mehr über diese geile Drohne gibt es jetzt in meinem Video. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Die Social Media Drohne 2024. Leicht kompakt und wendig, einfach in die Hosentasche stecken. Und das Schöne ist, die ist autark. Die kann man ohne Handy bedienen. Die ist sofort nach 20 Sekunden einsatzbereit. Du kannst eine ganze Menge mit ihr machen. Und wie klein und kompakt die Drohne ist, das sieht man hier. Das ist das iPhone 15 Pro Max und das ist die Hover X1. Und du siehst schon, du kannst sie direkt vor das iPhone halten und es ist klein, kompakt und wendig. Gleichzeitig geht es natürlich dann auch direkt in die Tasche. Da kannst du einfach das Ding in die Tasche mitnehmen. Als begnadeter Mountainbike-Fahrer habe ich mich natürlich von der Drohne direkt erstmal am Bike tracken lassen. Und die hat da ihren Job richtig gut gemacht und ging bis zu 15, knapp 20 km/h mit. Und der Rest ist natürlich ausbaubar und abhängig von Wind und Gegenwind. Auch das frontale Tracken hat hier funktioniert. Nur hier kann man wirklich keine hohen Geschwindigkeit fahren. Wenn du dann etwas schneller fährst, dann wechselt sie automatisch in den Follow-Mode, was aber dann nicht Sinn und Zweck der Sache ist, weil man sich ja eigentlich von vorn tracken lassen möchte. Hier auf Fuerteventura weht natürlich immer ein etwas stärkerer Wind, der zwischen 12 und 20 km/h liegt und diese Windstärken kann die kleine Hover X1 locker verarbeiten. Bei böigem Wind über 25 bis 30 km/h wird es dann echt schon grenzwertig, was bei dem Eigengewicht natürlich verständlich ist. Die Drohne wiegt 125 Gramm. Natürlich muss man sich für solche Touren dann reichlich Akkus mit einpacken, da hier der Wind wirklich sehr viel Akkukapazität schluckt und mit 2 Akkus konnte ich jetzt gerade mal am Bike 15 Minuten drehen, was mir aber von vornherein klar war, denn das passiert auch bei anderen Drohnen. Gegenwind kostet immer Strom und Akku. Und was ganz wichtig ist, die ist in 20 Sekunden einsatzbereit. Einfach die Power-Taste drücken, dann fährt sie hoch, auf die Handfläche legen. Dann gibt sie dir sozusagen ein Signal, dass sie startbereit ist. Und schon kannst du mit einem leichten Druck auf die Power-Taste das Ganze aktivieren. Das waren jetzt nicht mal 20 Sekunden, also wie gesagt, die ist komplett schnell und super einsatzbereit. Und genauso schnell, wie sie einsatzbereit ist, ist sie natürlich dann auch wieder zu handeln. Einfach die Handfläche ausbreiten, runterlegen und dann hast du sie hier in der Hand. Sie stoppt die Aufnahme automatisch und ist wieder für dich verfügbar. Einfach ausmachen, zusammenklappen und wieder ab in die Hosentasche. Das ist natürlich eine Drohne, die jetzt nicht unbedingt für unwahrscheinlich lange Aufnahmen ist. Da machst du kurze Shots, wenn du jetzt unterwegs bist und machst natürlich dann deinen Content. Der weitere Pluspunkt ist natürlich das Gehäuse und die ganze Konstruktion. Wenn du die Drohne jetzt mal anschaust, dann siehst du, dass du hier die Propeller bzw. Rotoren einfach auseinander und zusammenklappst und das ganze Gehäuse ist richtig geschützt. Also du hast hier ein Plastikgehäuse um die Rotoren rum, was natürlich auch bedeutet, dass diese Drohne A, dich nicht verletzen kann, das kratzt mal kurz hier an der Stirn, und B, natürlich auch nicht andere. Und das ist schon ganz, ganz wichtig, weil dadurch kannst du sie natürlich in verschiedene Anwendungsbereiche direkt einsetzen und hier ist eine ganze Menge möglich, denn du hast natürlich auch noch verschiedene Videomodi, die du hier mit dieser Tastatur vorne bedienen kannst. Dazu kommen wir gleich. Aufgrund des verbauten Propellerschutzes kannst du diese Drohne natürlich auch ideal für Indoor-Aufnahmen einsetzen. Ich hatte jetzt nur mal mein Hotelzimmer zur Verfügung und habe hier mal mit der Drohne etwas rumexperimentiert und kann wirklich sagen, das funktioniert. Da kann sie auch mal links und rechts an die Wand bzw. an die Ecken stoßen. Das macht der Drohne überhaupt nichts. Die korrigiert sich dann automatisch wieder und macht das, was du möchtest. Also auch in Innenräumen unwahrscheinlich gut zu benutzen. Schauen wir uns die Gimbal-Kamera mal genauer an. Sie stabilisiert das Bild dreifach. Erstens durch die kodische Aufhängung, zweitens durch die Horizontnivellierung und dann noch drittens durch die elektronische Bildstabilisierung. Der Gimbal, der ist nach oben und unten beweglich. Die 12-Megapixel-Kamera mit einer fixen Blende von f2.4 bietet dir eine maximale Bildauflösung von 2,7K mit 30 fps. In HD kannst du sie bis zu 60 fps aufnehmen lassen und es wird dir noch ein HDR-Bildmodus für bessere Kontraste spendiert. Der macht maximal 30 fps. Weiterhin gibt es die Möglichkeit, horizontal und vertikal aufzuzeichnen, wobei die Horizontalaufzeichnung das Bild
softwarebedingt zuschneidet. Die Drohne gibt es dann in 2 Farben, einmal in schwarz und einmal in weiß. Die Drohne wiegt nur 125 Gramm und wird natürlich per Gesetz auch als Drohne unter 250 Gramm bezeichnet. Hierfür musst du natürlich die EU-Vorschriften für Drohnen unter 250 Gramm beachten. Wenn du den Akku entfernst, siehst du die Klassifizierung 0. Im unteren Bereich findest du dann die Sensoren, die für die Orientierung der Drohne zum Landen sehr wichtig sind. Und des Weiteren kannst du natürlich auch per QR-Code gleich die dazugehörige App downloaden. Wenn du den Akku einsteckst, was kinderleicht ist, kannst du hier noch den Akkustand anschauen. Übrigens, der Akku lädt an der Drohne knapp 1 Stunde. Mit dem mitgelieferten Ladegerät im Fly More Combo geht es dann etwas schneller. Hier kannst du 2 Akkus gleichzeitig laden. Die Ladezeit beträgt hier dann etwa 35 Minuten. Mobil kannst du mit der Powerbank natürlich unterwegs problemlos alles wieder aufladen. Und wer mehr Strompower benötigt, ein weiteres Akku kostet im Zubehör ca. 40 €. Die Hover X1 speichert die Videos intern. Hierfür stehen dir etwa 32 GB zur Verfügung. 23 GB sind aber dann nur Video- und Fotospeicher. Der Rest geht für die Software drauf. Die externe Aufzeichnung auf SD-Karte, die gibt es leider nicht. Und denkt immer dran, wenn die Hover X1 zum Einsatz kommt, besitzt sie keine Hinderniserkennung, also aufpassen. Temperaturbedingt ist die Hover X1 zwischen 0 und plus 40 Grad einsatzbereit. Kommen wir zur Bedienung der Drohne. Die ist auch relativ einfach. Wie gesagt, autark, ohne Handy möglich. Einfach nur lange die Power-Taste drücken und dann fährt die Drohne hoch. Mit dieser Taste kannst du natürlich durch die verschiedenen Modi dich durchschalten. Der erste Modus ist der Hover Mode und beim Hover Mode passiert Folgendes, dass die Drohne in der Luft steht und dich dann einfach direkt trackt. Sie bleibt aber stehen, sie kommt nicht hinter dir hinterher. Das heißt, wenn du jetzt irgendwelche Sachen machst, wo du durchs Bild laufen möchtest oder andere Geschichten vorhast, dann kannst du diesen Hover Mode einfach benutzen. Den beendest du dann, indem du die Handfläche ausbreitest und die Drohne landet dann automatisch auf deiner Hand, geht auch dann wieder in den normalen Standby-Mode, beendet die Aufnahme und jetzt schauen wir uns mal den zweiten Modus an. Zweiter Modus, Z-Mount-Modus. Einfach nur kurz die Power-Taste betätigen und warten. 9 Meter habe ich jetzt eingestellt, das ist relativ hoch. Und du siehst, die Drohne geht sozusagen in den Z-Mount-Modus, bewegt sich schräg von dir weg und kommt natürlich wieder auf dich direkt zu. Beendet die Aufnahme und du kannst sie wieder mit der Hand automatisch ausschalten. Der nächste Modus ist der Follow Mode und das ist wahrscheinlich der interessanteste Modus für diese Drohne, denn hier verfolgt dich die Drohne direkt im Flug und auch wieder kurz die Power-Taste drücken und dann geht's los. Die Aufnahme wird aktiviert mit der roten Leuchte vorne und dann kann es losgehen. Das heißt, du gehst einfach irgendwo deinen Weg und die Drohne, die verfolgt dich natürlich überall, wo du hinläufst, was relativ interessant ist. Wenn du jetzt unterwegs bist und einfach mit dem Bike fährst, das habe ich sehr viel mit dem Fahrrad gemacht und macht natürlich auch richtig Spaß und sie verliert dich auch nicht aus dem Track, wenn du relativ schnell bist oder hier mal vor dich hin rennst, beziehungsweise links und rechts und hoch und runter. Das macht sie eigentlich relativ gut. Also hier hast du wirklich einen richtigen Partner an der Seite, einen zusätzlichen Kameramann, der dich verfolgt, der hier sozusagen seinen Job macht. Und du kannst natürlich dann wiederum die ganze Geschichte beenden, indem du hier die Hand nimmst, direkt runterlegst. Und schon ist der Follow Mode auch beendet. Kommen wir zum nächsten Modus und das ist der Orbit Mode. Und beim Orbit Mode ist natürlich klar, umkreist dich die Drohne, auch wieder kurz die Power-Taste drücken. Und dann geht's los. Die grüne Lampe zeigt dir dann gleich an, wenn der Orbit Modus aktiviert wird. Momentan hat es natürlich ein paar Probleme mit Wind, aber das geht schon. Ja.
Und hier umkreist sich die Drohne und wenn du aus diesem Orbit-Modus rausgehst, sie kommt wieder zu dir zurück und du nimmst sie wieder an die Hand, schon ist sie da und dann kommen wir auch schon zum nächsten Modus. Bird-Eye-Modus und den hast du jetzt aktiviert, drückst kurz die Power-Taste und dann geht's los. Sie trackt dich kurz mal. Geht dann in die Höhe und ist dann sozusagen direkt über dir und du siehst natürlich, über dir, sie geht in die Höhe, bleibt über dir stehen und kommt dann auch wieder direkt zu dir zurück, wenn die Höhe von 7 Meter, die ich eingestellt habe, erreicht ist. Auch wieder Hand. Zack, und da ist sie wieder. Der letzte Modus ist dann der Custom Dolly Track. Beim Custom Dolly Track Modus kannst du entweder dich von vorne tracken lassen mit Dolly Track oder dann einstellen, dass du Snapshots machst. Das sind kurze Fotos, die die Drohne dann von dir produziert. Ich habe jetzt erstmal das vordere Tracking eingestellt und das funktioniert folgendermaßen. Kurz wieder raufdrücken. Dolly Track. Dann geht die Drohne in die Position und trackt dich natürlich von vorn. Das heißt, du kannst jetzt laufen, du kannst jetzt Dinge machen, die du unbedingt beschreiben möchtest bzw. erzählen möchtest. Und die Drohne, die trackt dich direkt von vorne. Jetzt ist hier aber ein ganz besonderer Modus, denn das musst du natürlich beachten beim Tracking von vorn. Das heißt, die Drohne kommt nicht automatisch zu dir zurück, aber es gibt eine gute Einstellung, die meistens bei allen Bewegungen hier vernünftig ist. Und zwar, wenn du dich dann nicht bewegst, dann merkt die Drohne, ey, der bewegt sich nicht, komme ich mal zu ihm zurück und beendet den Modus dann direkt. Beim Snapshot-Modus ist es so, dass die Drohne von dir Fotos aufnimmt und zwischendurch natürlich auch die Fotos wieder speichert. Das siehst du dann an der roten Lampe. Wenn die rote Lampe leuchtet, werden Fotos von dir aufgenommen. Und wenn die blaue Lampe blinkt, dann werden diese Fotos gespeichert. Das heißt, du musst dich immer positionieren, wenn die blaue Lampe blinkt. Jetzt zum Beispiel und dann blinkt die rote Lampe und das Foto wird direkt von dir geschossen. Du kannst relativ dicht rangehen, dann hast du ein Foto, was sozusagen jetzt direkt dich als Person zeigt, oder du gehst einfach mal etwas weiter weg und dann hast du natürlich einen größeren Raum um dich und sie schießt das Foto je nachdem so, wie du es möchtest. Also bedenke, rot ist Aufnahme und blau ist Foto speichern und dann positionierst du dich einfach so, wie du es möchtest. Was natürlich auch noch wichtig ist, solltest du die Drohne ohne das Handy verwenden. Du kannst mit dieser Taste auch noch die Unterfunktionen aktivieren für die verschiedenen Menüs. Das heißt praktisch hier bei verschiedenen Menüs kannst du noch die Meterzahl verändern, wenn du diesen kleinen Button lange drückst. Ich zeige euch das jetzt mal am Beispiel vom Dolly Mode. Der geht natürlich gleichzeitig noch als Snapshot Mode zu aktivieren. Was bedeutet, hier kannst du noch kleine Fotos machen, bis zu 4000 x 3000 mit der 12-Megapixel-Kamera. Und das musst du einfach bloß so machen, dass du hier lange drückst. Continue. Dolly Track. Jetzt bist du im Gesichtsverfolgungsmodus von vorn drin. Dann drückst du noch mal lange diese Taste. Continue. Snapshot. Und jetzt bist du im Snapshot-Modus drin. Das bedeutet, das kannst du natürlich jetzt auch noch bei anderen Funktionen machen. Hier im Z-Mount-Modus wäre das die Meterzahl. Einfach lange drücken. 1.5 meters. Zoom out. 3 meters. Zoom out. 6 meters. Zoom out. Das heißt, bei allen Punkten kannst du dann in die Untermenüs rein, indem du lange die Taste drückst. Der Akkuwechsel funktioniert natürlich auch kinderleicht. Einfach mit 2 Fingern den Akku hier vorn etwas ziehen und dann ist er draußen. Und den neuen Akku dann mit den Kontakten hier vorne eindrücken, leicht schräg, sodass die Pins hier reingedrückt werden und dann einfach runterdrücken und schon ist der Akku drin. Kurzer Druck auf die Power-Taste und dann wird dir der Akkustand hier oben angezeigt.
Kommen wir mal zu meinem Fazit für die Hover X1 und ich muss ehrlich sagen, für Social Media, Instagram, Facebook oder auch YouTube natürlich der ideale Begleiter. Auch wenn du in den Urlaub fährst, anhand der kompakten Größe hast du natürlich die Möglichkeit, das Ding mit 125 Gramm Gewicht überall hinzustecken, in die Tasche und natürlich auch schnell mal in den Rucksack und es fällt nicht auf. Aber von der Lautstärke her, da ist es natürlich dann etwas lauter, ihr habt es schon gehört. Gleichzeitig bin ich der Meinung, dass man vielleicht für spätere Nachfolger von der Hover X1 auch verschiedene Speichermöglichkeiten anbieten könnte. Das heißt, mit 32 GB ist die ja momentan ausgestattet. Man könnte natürlich auch noch eine 64 GB Version anbieten und gleichzeitig natürlich auch noch eine 128 GB Version. Das wäre natürlich dann so die Möglichkeit, hier mehr Speicher raufzubekommen. So musst du bei 32 GB Speicher und längeren Drehs dann immer den Speicher leer machen. Das geht auch relativ einfach, habt ihr gesehen. Einfach aufs Smartphone übertragen und schon sind die Filme direkt drauf und gesichert und dann kannst du den Speicher hier wieder freimachen. Aber warum nicht? Spätere Versionen können vielleicht noch größeren Speicher haben. Und du musst natürlich auch noch wissen, dass es nur möglich ist, mit der Drohne Personen zu tracken. Also du kannst weder deinen Hund, deine Katze, dein Auto oder andere Geschichten direkt tracken. Hier ist es nur möglich, dich als Person mit dieser Drohne zu tracken. Auch noch ein kleiner Nachteil, anhand des kleinen Sensors ist es natürlich nicht möglich, im Lowlight bzw. bei wenig Licht zu drehen. Das könnte man dann auch noch später mit einem Update von dem Sensor bei der nächsten Version vielleicht noch etwas besser machen. Und der größte Vorteil der Hover X1 ist natürlich, dass sie autark ist, dass sie sich ohne das Handy bedienen lässt, was natürlich absolut cool ist für Leute, die nicht so viel Technikerfahrung haben, für Leute, die nicht immer das Handy mitschleppen möchten. Einfach rausholen, anmachen, den Modus einstellen, den du haben möchtest und dann ist sie einsatzbereit. Das Ganze dann auch noch innerhalb von 20 Sekunden, da sie ja kein GPS benötigt, was in dem Fall für Social Media ja auch nicht wichtig ist, denn du willst dich ja meistens nur selbst tracken. Vom Akku her hält sie natürlich nicht allzu lang, das haben wir gesehen. 11 Minuten ist natürlich jetzt keine lange Drehzeit, aber die Drohne ist natürlich auch nicht dafür konzipiert, jetzt den ganzen Tag um dich rumzufliegen, sondern wirklich nur für kleine, kurze Einsätze, dann wieder in die Tasche packen. Weiter geht's. Ich sage immer, das ist die fliegende Actioncam, denn genauso ist sie auch preislich aufgebaut. Zum Preis von einer guten Actioncam bekommst du auch die Drohne. Los geht's für 389 € derzeit die Drohne und ein Akku. Dann gibt es auch noch die Möglichkeit, 2 Akkus mitzubestellen und das Ladegerät. Also die Variante würde ich empfehlen mit 2 Akkus und dem Ladegerät. Sind wir dann bei 449 €. Und dann gibt es natürlich auch noch die Pro-Variante. Da gibt es dann 3 Akkus dazu und eine Transporttasche und das Ladegerät und dann sind wir derzeit bei einem Preis von 489 €. Ich muss sagen, ich bin vom Konzept begeistert. Das ist wirklich ein richtig gutes Konzept, wenn du jetzt wirklich Social Media machst, Instagram, Facebook oder auch YouTube. Hier hast du wirklich einen kleinen zweiten Kameramann, der kein Handy braucht, denn öfter brauchst du dein Handy, um den Gimbal zu steuern bzw. andere Geräte zu steuern. Und wenn du jetzt mal B-Roll-Aufnahmen machen möchtest mit der Drohne, ist die natürlich schnell aufgeklappt und sie funktioniert. Und das ist meiner Meinung nach auch der größte Vorteil, die autarke Steuerung ohne Handy. Einfach rausholen, aufnehmen, reinstecken. Fertig und das ist jetzt auch mein Video. Ich hoffe, du hast viele Informationen mitnehmen können über die Hover X1. Ich sage danke fürs Anschauen, sehr gern bis zum nächsten Video und damit tschüss, bye bye und winke winke.